Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Und das frisch gepresste Thema brennt mir unter den Nägeln ich will nicht sagen seit Jahren oder Monaten, aber das Thema ist Lufthansa. Lufthansa und die Kundenunzufriedenheit. Wir müssen reden, Lufthansa. Wir lieben dich, aber wir haben das Gefühl, dass keine Liebe von dir zu uns kommt. Ja, das ist in Kurzform das Thema heute, das wir anschneiden werden. Wir werden mal besprechen, was sind die Hauptkritikpunkte an der Lufthansa. 12 Stück habe ich zusammengetragen in Gesprächen mit euch, in Hintergrundgesprächen, wenn wir zum Beispiel auf Stammtischen waren oder wenn wir einen Call gehabt haben. Da gab es dann diese Aktionen, auch im Forum zum Beispiel, HonCircle, Mitgliederforum oder aber auch in den anderen Foren. Da sieht man ja teilweise nicht nur bei uns, was da los ist. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, kommt zum Stammtisch, da können wir das Thema weiter vertiefen, weiter besprechen. Diesen Freitag haben wir einen am 2. August, wenn ihr das vorher seht, wenn ihr es danach seht. Unten ist ein Link zu den Stammtischen, die kommen werden, und wir haben in der Regel immer Stammtische in Frankfurt, Berlin und in München. Und wir haben noch einen Stammtisch zum Jahreswechsel, unseren Weihnachtsstammtisch dieses Jahr in Helsinki. Wir werden den Weihnachtsmann diesmal nicht besuchen. Wir werden einfach in Helsinki sein, eine gute Zeit haben und Street Party machen, mit dem Boot fahren. Also viele Sachen, die Spaß machen. Jetzt lasst uns direkt in das Thema eintauchen bei der Lufthansa. Die Lufthansa ist ja Marktführer in Deutschland. Da ist ja nichts, was man wegreden kann. Die Lufthansa ist nicht wegzureden. Man hat ja mit der Bahn da noch quasi eine Partnerschaft geschlossen. Die sind ja auch irgendwie Teil der Star Alliance, aber auch wieder doch nicht. Und sind auch Teil des Ärgernisses der Kunden. Die Lufthansa hat mit ihrer Expansionsstrategie die Swiss übernommen, hat die Austrian übernommen, hat jetzt gerade Anteile an der ITA übernommen, hat die Brussels vorher ja übernommen und hat natürlich auch einige inländische Marktbegleiter vom Markt verschubbert. Und zwar, dass Air Berlin weggegangen ist, das muss man jetzt ehrlicherweise sagen, war jetzt nicht unbedingt die Schuld der Lufthansa. Air Berlin hat da genug selber gemacht, leider. Aber es gibt keine große Konkurrenz mehr auf dem deutschen Markt und die Lufthansa sieht sich deshalb auch gar nicht irgendwie verpflichtet, den deutschen Markt weiter großartig zu beackern. Wenn wir sehen, wie viele Flüge einfach in Deutschland nicht mehr stattfinden und wenn wir sehen, wie viele Flüge in Deutschland wirklich einfach auf die Bahn abgewälzt werden, weil die Lufthansa sagt, sie kann an anderen Stellen mehr Geld verdienen, sieht ja eigentlich, wie sie den Kundenbedarf sieht. Nürnberg ist ja so ein Beispiel, wo die deutsche Lufthansa AG quasi die Leute abgehängt hat. Und wir müssen uns da mal ganz genau anschauen, was die Lufthansa dort, ich sag jetzt mal, versaubeutelt hat in der Kundenbeziehung. Denn viele Kunden haben deshalb ja auch wirklich der Lufthansa den Rücken zugekehrt. Das ist jetzt nicht der gemeine Normalkunde, der sagt, hey, ich fliege jetzt nicht mehr mit Lufthansa, ich habe gar keinen Bock da drauf, sondern es ist einfach der Kunde, der HonCircle, der Senator, also der treue Kunde und die Kunden, die wirklich mehrere 10-stellige Prozentzahlen bringen. Das heißt, also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Zahl war, aber ich denke mal, es waren irgendwie so 60-70%, die meist More-Mitglieder an Umsatz bringen. Und da sieht man halt, dass die Lufthansa da jetzt nicht mehr drauf zählen kann, weil sie die Kunden verärgert hat. Und diese Verärgerung ist natürlich unangenehm, wenn man da ehrlich ist, denn die Kundenzufriedenheit, und da braucht man jetzt wirklich nur Trustpilot anzugucken, ist im Keller. Und man sieht ja auch, wie viele Leute die Lufthansa verklagen, um überhaupt zu ihrem Recht zu kommen. Also das heißt, da gibt es viele Dinge, die man besprechen muss. Ja, Lufthansa, wir müssen da mal reden und wir müssen mal gucken, was du mit deinen Kunden machst. Wirtschaftlicher Erfolg, den die Lufthansa hat, muss man natürlich auch ganz klar innerhalb der Zeiten sehen. Das heißt also, während Covid, als wir als Kunden, ich sage jetzt mal Mangelware waren, war die Lufthansa auch so und hat gesagt, ja, bitte flieg mit uns, bitte flieg mit uns. Jetzt, wo sie sich vor Kunden nicht retten kann, sind sie quasi dann im Gegenteil und sagen, ja, eigentlich, ja gut, kein Problem, kannst du machen, musst du nicht machen. Und das ist halt wirklich dieses Problem, dass in guten Zeiten und in schlechten Zeiten da die Lufthansa einen Unterschied macht. Und das möchte man natürlich nicht bei solchen Sachen haben. Wir müssen auch wirklich mal schauen, was die Lufthansa
für Änderungen gebracht hat. Das heißt also, man hat ja zum Beispiel Miles & More Änderungen gebracht, man hat ja Änderungen gebracht, zum Beispiel bei den Tickets, dass sie nicht mehr umbuchbar sind. Also wirklich alles eher wieder verschlechtert, natürlich auf allgemeinen Kundenwunsch, und hat auch in der Behandlung der Kunden auch die Behandlung der Mitarbeiter nicht vergessen, und zwar relativ schlecht, wenn man ehrlich ist, weil die Mitarbeiterzufriedenheit ist auch im Keller. Und dieser wirtschaftliche Erfolg, der da kommt, ist nur der hohen Nachfrage im Moment geschuldet. Wir haben ja auch schon gesehen, dass die Lufthansa mit weniger Gewinn rechnet, weil man sagt, dass der Markt nicht mehr so kommt von den Preisen her, wie man es durchsetzen konnte. Und da ist es natürlich dann ein rächendes Moment, wo man dann feststellen muss, die Kunden haben Alternativen, der Preis ist nicht mehr da, die Kunden sind untreu. Und diese Untreue wollen wir uns mal anschauen, warum Kunden untreu werden, warum die Leute bei Lufthansa den Rücken kehren. Da kann man gut natürlich auch für andere Fluggesellschaften oder andere Produkte nennen, aber hier geht es halt wirklich nur um die Lufthansa, dass wir mal besprechen, was da wirklich ist. Und ich hatte ganz vergessen, 88% der Kunden bewerten Lufthansa schlecht auf Trustpilot. Nur so als Hinweis. Also das heißt 88%. Wenn man 10% der Kunden hat, die einen nicht mögen, hey, okay, ich habe auch Hater, ja, ist so. Dann weißt du, dass du zumindest irgendwas richtig gemacht hast. Aber da ist es wirklich so, dass dieses in einen tief liegenden Hass reingegangen ist, wo die Leute halt Lufthansa wirklich vermeiden. Man kann jetzt natürlich die Änderungen, die ich eben aufgezeichnet habe, nochmal ganz klar für sich rekapitulieren. Heißt also, dass man zum Beispiel jetzt die Allegris-Kabine in die First Class natürlich noch nicht, okay, deshalb kriegen sie auch genug Spott, einbaut, aber die Flugzeuge werden erneuert und damit einer Speed von einem Flugzeug pro Monat. Am nächsten Jahr sollen es 2 sein. Bei 700 Flugzeugen, die man ungefähr hat, wobei nicht alles die Langstrecken sind, muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen, ist natürlich ein Problem. Das heißt also gerade, dass man dort bei dem Ausbau auch des Streckennetzes bei der Lufthansa ja gesehen hat, dass sie München reduzieren. Das heißt also, es läuft da auch nicht unbedingt so, wie man sich das vorstellt. Und dann diese City Airlines Geschichte, das reflektiert auf die Kunden. Die Kunden haben da ein sehr, sehr feines Gespür für Fairness. Aber ich will nicht den Kritikpunkten vorgreifen. Lasst uns da nochmal schauen. Und dann natürlich auch die Leistung in Skytrax, diese 5-Sterne-Airline-Ambitionen. Jetzt ist man nur noch eine Premium-Airline. Vorher wollte man ja eine 5-Sterne-Airline sein, was ja eigentlich auch Premium ist. Also ich sehe den Unterschied nicht. Aber man verkackt, weil man irgendwo an 18. Stelle rumdümpelt und da ein Thema hat und ein Problem hat. Und da muss man natürlich sagen, ja, die Swiss hat den 10, Platz 1 logischerweise. Qatar Airways können wir jetzt natürlich sagen, ja, Skytrax ist natürlich ein Bezahlprogramm höchstwahrscheinlich mit Consulting, so sagt man es, man weiß es ja nie genau, man muss es ja aus juristischen Gründen auch immer etwas vage formulieren. Diese Hauptgründe bei der Kundenunzufriedenheit, weil halt wirklich Anspruch und da diese, sage ich jetzt mal, dieser wirkliche so weit auseinandergreifen, also Anspruch und Wirklichkeit sind dort in einer Dissonanz, die man halt als Kunde spürt. Und die Verspätung mit den Service-Inkonsistenzen, die sich da wirklich mittlerweile zeigen, heißt also, dass man dort auch bei der Planung relativ viele Probleme hatte bei der Lufthansa. Wir hatten das ja auch beim Anlauf gemerkt. Dann hatte man ja die Geschichte zum Beispiel mit dem Arbeitskampf. Wir hatten ja dieses Jahr noch Arbeitskampf. Gut, man hat sich jetzt mit der Cityline geeinigt. Aber was ist mit der City Airlines? Also ihr seht, da gibt es viel Potenzial bei der Lufthansa, was wir besprechen müssen. Und ich will jetzt mit euch mal die 12 Kritikpunkte der Lufthansa angehen. Der erste Kritikpunkt ist wirklich die Verwirrung der Leute durch die Markenvielfalt. Ist es wirklich so, dass die Lufthansa eine Markendifferenzierung hat? Ist da ein Unterschied zwischen der Swiss, zwischen der Brussels, zwischen der Austrian und zwischen den Produkten oder nicht? Ja, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass die Kunden verwirrt sind, auch alleine schon bei der Namensgebung. Im Flugzeug selber sind die Sitze ja nicht unterschiedlich, es sind teilweise nur die Farben. Und wenn Allegris eingeführt wird oder Senses, wie es bei den Freunden der Swiss heißt, bei der Austrian wissen wir es ja noch nicht ganz genau, ist es so, dass das Produkt jetzt mittlerweile mit so vielen Sitzen umherfliegt, was natürlich dann wirklich den Markenkern der Lufthansa relativ kompliziert gestaltet. Heißt also, lasst uns erstmal
über die niedrigen Gehälter sprechen. Und da ist es halt wirklich so, warum will Lufthansa die City Airlines haben? Sie will sie haben, um die Cityline zu ersetzen, weil sie zu teuer geworden ist, weil man wettbewerbsfähig werden will in dem Zubringerflug. Aber Lufthansa konnte noch nie billig und Lufthansa konnte noch nie in irgendeiner Art und Weise das so machen, dass man wirklich sagte, wir sind wettbewerbsfähig. Sie liefern halt teilweise aus Sicht der Leute Ryanair-Niveau ab, aber verlangen Lufthansa-Niveau an Preisen. Doppelte, dreifache oder mehr. Und Lufthansa sagt natürlich, dass die Vergütungsstrukturen wettbewerbsfähig sind und dass sie überprüft werden. Ja gut, das ist natürlich etwas, wo man ganz klar sagen kann, das ist eine Laberantwort, die man einfach gibt. Das ist im Prinzip, da hätte man auch einen Euro in die Parkuhr schmeißen können. Das Ergebnis ist dasselbige. Und da müssen wir halt wirklich schauen, dass die Passagiere dadurch halt verwirrt sind. Viele Leute wissen ja gar nicht, was der Unterschied ist. Es ist einfach nur der Unterschied in der Bezahlung. Heißt also, die Leute haben das Gefühl, wenn sie mit City Airlines fliegen, vielleicht, dass die Leute ausgebeutet werden, weil die haben im Moment keinen Tarifvertrag. So einfach ist das im Leben. Wir gehen dann weiter auf den Kritikpunkt Nummer 2. Und zwar ist das, dass man die Abschaltung der E-Mail-Adressen vom Vorstand gemacht hat. Das heißt also, die E-Mail-Adressen vom Vorstand sind abgeklemmt worden. Man kann sich nicht mehr an den Vorstand wenden in der klassischen Form. Man ist auf den Customer Service angewiesen, weil Lufthansa alles auf den Customer Service dann abgewälzt hat. Aber da sind die Ergebnisse ja durchaus interessant. Wir hatten ja den Fall erzählt, wo bei der Swiss der Kollege sich beschwert hat über den Flug, dass er nicht stattgefunden hat und man hat dann irgendwas erklärt von der 737. Ja, weiß die Lufthansa nicht oder weiß der Serviceanbieter, der für die Lufthansa diese Customer-Feedbacks macht, dass die keine 737 in der Flotte haben? Also da muss man doch mal ganz ehrlich fragen, ob die Qualität da wirklich so ist, wie man es denkt. Auch ist es mittlerweile so, dass die natürlich im Callcenter bessere Responsezeiten haben. Aber qualitativ sind die Antworten schwierig. Selbst die Horn-Circle Hotline ist manchmal sehr, sehr schwierig, dass man den Tarife erklären muss. Also es ist bei mir nicht wenige Male vorgekommen, dass ich da einen Tarif erklären musste. Und dass die anfangen wollten, ja, wir müssen dann nachberechnen. Nee, ein angeflogenes Ticket wird einfach nicht nachgerechnet. Vor allem, wenn es frei umbuchbar ist. Ja, das ist halt ein Riesenproblem, dass man da halt mit der Kompetenz der Leute zu tun hat. Auch ist es so, die Abwanderung der Leute. Das heißt also, dass man bei der Lufthansa wohl jetzt merkt, dass man bei den Horn-Circle und bei den Senatoren Kunden verliert. Diese Kunden wandern ab, selbst Horn-Circle, so wie ich es gesagt habe. Da gibt es natürlich von der Lufthansa keine offizielle Antwort drauf, aber ich denke mal, die 50 Punkte, die man zum Beispiel den Horn-Circle, Senatoren oder auch anderen Kunden gibt bei dem Miles & More Programm, ist eine Antwort. Auch eine Antwort ist, dass man den Horn-Circle-Membern und den Senatoren Punkte gegeben hat, auch den FTLs, um da so ein bisschen zu kompensieren mit dem neuen System. Aber wir werden darauf nochmal eingehen. Ihr könnt unten gerne nochmal antworten, wenn ihr da auch an diesen Kritikpunkten Gefallen gefunden habt oder sagt, hey Lars, du hast einen Kritikpunkt vergessen oder du hast da was vergessen zu sagen oder ich sehe es anders. Ich freue mich auf den Diskurs mit euch. Dann ist natürlich ein Problem, dass die Lufthansa sich von einem Billig-Carrier nicht wirklich unterscheidet. Weil wenn man in der Economy Class sitzt und kein Getränk bekommt, naja gut, Wasser, ne? Dann muss man der Ehrlichkeit halber sagen, ja, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, das ist nicht Premium. Ja, also Buy on Board ist halt kein Premium-Produkt. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, es hat Geld gekostet, aber wir wissen ja alle, Premium kostet Geld und man muss ja auch die Kunden zufriedenstellen. Also das heißt, dass man hier halt wirklich auch wieder reduziert hat zum Nachteil der Kunden. Die Preise sind ja nicht billiger geworden. Im Gegenteil. Also hier ist auch ein Riesenproblem, dass man die begrenzten kostenlosen Getränkeoptionen hat. Gut, man hat jetzt reagiert, man macht im Juli, August, September irgendwie so diesen Test mit Tee und Kaffee. Ja, ich muss innerlich lachen. Warum muss ich das testen? Also das erschließt sich mir nicht. Wo ist der Test? Ja, warum muss ich das testen? Das ist vorher auch ausgeschenkt worden. Ich glaube, der wahre Grund ist da, dass man auch vielleicht Geräte rausgebaut hat. Man hat keine Kaffeemaschinen mehr drin und andere Dinge. Heißt also, das ist ein Problem. Ja, aber daran sieht man, raus aus der Kartoffeln, rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln. Also man versucht immer wieder Dinge, aber man merkt einfach nicht, dass man wirklich sich selber von den Kunden verabschiedet und immer weiter entfernt. Man sitzt da im LAC vor sich hin wahrscheinlich, denkt sich, ach, wie können wir wieder Geld sparen?
und denkt dabei aber nicht, dass das etwas ist, was dem Kunden auffällt. Und was der Kunde dann sagt, ja gut, wo ist die Produktdifferenzierung? Da kann ich ja auch eigentlich mit jedem anderen fliegen. Außer auf die Strecken, wo man halt keinen anderen hat. Das ist halt doof. Wenn wir dann weitergehen in der Thematik und uns dann angucken, die Probleme mit verlorenem und beschädigtem Gepäck, dann muss man da sagen, ja, das ist natürlich auch ein Riesenthema, denn da wird man ja auch im Gefühl über den Tisch gezogen. Einmal ist es so, dass das Gepäck so lange dauert, bis es kommt. Dann, wenn es kommt, ist es oft kaputt. Und dann, wenn entschädigt wird, wird dann halt pro Jahr 10% abgezogen. Ja? Dass aber Gepäck teurer wird mit der Zeit oder aber, dass das natürlich dann in keiner Art und Weise, in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt ist, in meinen Augen, weil es gibt keinen Zweitmarkt für Gepäck. Wie will ich denn wissen, was mein Gepäckstück wirklich wert ist? Ja? Da gibt es halt einfach nur den Neupreis. Und ich hatte auch gestern ja gesagt, ich kaufe mir keine Remover-Koffer zum Aufgeben mehr, zumindest. Für den Bordtrolley bin ich ein bisschen anders, aber da schwanke ich ja zwischen der Lufthansa-Eigenmarke. Und hier nochmal, es ist nicht, dass wir Lufthansa nicht mögen. Im Gegenteil, wir lieben Lufthansa. Wir möchten, dass Lufthansa besser wird. Ganz einfach. Also, beim Gepäck muss wirklich viel gemacht werden. Es muss wesentlich einfacher kompensiert werden. Es muss wesentlich direkter kompensiert werden. Und das zieht sich halt wirklich wie so eine rote Linie dadurch, dass man da gegen Windmühlen teilweise kämpft und das Gefühl hat, dass man da ja einen schmerzvollen Kampf hat. Wir gehen weiter zu Kritikpunkt Nummer 6. Das sind halt wirklich die versteckten Preiserhöhungen. Und das ist halt in meinen Augen auch ein Riesenproblem. Also Lufthansa hat nicht nur die Marktführerschaft in ihren Augen in Deutschland, sondern auch in die Preisführerschaft. Und dann muss man aber auch Qualität liefern. Und ich erinnere da nur an den leider viel zu früh verstorbenen Meyerhuber, Wolfgang, CEO seines Zeichens, der gesagt hat, wir müssen so viel besser sein, wie wir teurer sind. Und das ist eine Weisheit, das ist so ein Yoda-Moment, wo man sich mal auch an den Kopf fassen muss, bei Lufthansa fragen muss, ja, das ist so, wir müssen so viel besser sein, wie wir teurer sind. Jetzt sagt Lufthansa, wir sind nicht teurer, ja, aber ihr müsst als Produkt differenzieren. Heißt also zum Beispiel höhere Gebühren für Business-Class-Prämienflüge in die USA. Ja, das ist ein Riesenproblem. Flüge aus den USA sind zum Beispiel teurer. Und das hat nichts zu tun, dass die Steuern und Gebühren da hoch sind. Zumindest sind sie nicht bei 900 Euro. Ja, in einem Business-Class-Flug. Und das muss man halt wirklich sagen. Und da muss Lufthansa wirklich mal was dran tun, dass man bei den Business-Class-Flügen oder auch bei den anderen Flügen mal wieder zu ehrlichen Preisen kommt und vielleicht einfach auch mal alles einpreist und nicht permanent irgendetwas dazu erfindet, um seine Gebührenstruktur quasi klammheimlich zu verbessern. Und das bringt uns auch direkt zu einem der nächsten Kritikpunkte, und zwar ist das der Kritikpunkt kürzere Dauer für den Senator, Frequent Traveler oder aber auch für den Horn-Circle-Status von einem Jahr mindestens. Maximal wären es ja 23 Monate. Möglich ist es so, dass man dort halt wirklich die höheren Ausgaben hat. Der Horn-Circle ist irgendwo so ein bisschen gleich geblieben, aber der Senator hat sich verdoppelt vom Preis her. Der FTL ist auch teurer geworden. Das heißt also, es ist wesentlich schwieriger geworden, den Status zu bekommen. Und ich behaupte einfach, dass man bei der Lufthansa nur menschenwürdig fliegen kann, wenn man einen Status hat. Ja, alles andere, und das ist ja auch bei der Kundenunzufriedenheit und Kundenzufriedenheit ein Problem, wenn man keinen Status hat, hört einen keiner. Nur die Horn-Circle haben so ein bisschen noch einen Vorteil, aber ansonsten halt wirklich in meinen Augen nicht mehr. Heißt also, man muss da wirklich nochmal schauen, ob es da halt etwas gibt, was man machen kann. Und da sind wir nämlich direkt bei dem nächsten Gefühl. Und das ist halt wirklich ganz, ganz wichtig in meinen Augen. Das ist das Senatorgefühl. Wir erinnern uns alle, als es den Senator gab, das war der heilige Gral, die goldene Karte. Man hat ja fast schon gedacht, man ist in den Adelsstand erhoben worden, als man die Senatorkarte bekommen hat. Ja, es ist ein Status. Ich sage es euch ganz ehrlich, Spoiler, es macht euch nicht zum besseren Menschen, es macht euch nicht mehr zu besseren Vielfliegern, ihr seid einfach nur viel in der Luft und die Horn-Circle sind noch viel mehr in der Luft. Irgendjemand sagte mal, oh, du bist ein armes Schwein, Lars, du musst so viel fliegen. Vielleicht hat er ein bisschen recht. Ich aber liebe Fliegen, deshalb ist das für mich eher ein Hobby, ein Sport, als etwas, was mich belästigt. Und dieses Senator-Feeling, was es gab, das gibt es in meinen Augen nicht mehr. Das heißt also, die Lufthansa hat nicht mehr diesen Spirit, dass man sagt, Senator ist ein Status, man hat was Geiles, man hat was Tolles.
Das ist Massenabfertigung geworden. Ich verstehe das an einer Stelle und ihr sagt jetzt natürlich, hey, man hat ja die Anforderungen erhöht, damit es das Senator-Feeling wieder gibt. Ja, kann ich verstehen. Aber dann sollte man dieses Senator-Feeling auch kreieren und sollte halt wirklich auch den Leuten den Vorteil geben und auch die Benefits dann geben, dass man halt wirklich da etwas Besseres hat und auch wieder Vorteile hat, die wirklich spürbar sind und nicht nur so auf dem Papier. Wir erinnern uns alle, dass der Senator den freien Sitzplatz hatte als Soft-Benefit daneben und solche Sachen. Also da müsste die Lufthansa wirklich etwas tun. Ja, wir haben Kritikpunkte noch und nöcher. Wir sind erst bei Nummer 9 und ich habe noch welche. Und da können wir noch mal gucken, dass man die Umweltzulage als ein Problem sehen kann. Denn die Umweltzulage als solches ist nichts anderes als eine versteckte Preiserhöhung. Ja, man kann natürlich sagen, ja, wir wollen das dafür nutzen, dass wir SAF machen. Hey, das ist Unternehmeraufgabe, Freunde der gepflegten Gastlichkeit. Gibt ja jetzt mit Virgin jemanden, der das wirklich da kombiniert. Aber es ist halt wirklich so, dass es sind regularische Kosten. Aber warum muss es auf das Ticket in der Form als extra Gebühr aufgeschlagen werden? Ach, ich habe es vergessen, damit wir das auch beim Meilenticket abkassieren können. Damit ihr da auch nochmal einnehmen könnt. Ach, was waren das für herrliche Zeiten, als Meilentickets waren und kostenlos waren. Ja, paar Euro kann ich verstehen. 30, 40 Euro, aber nicht 900. Also das ist komplett Banane, das ist out of proportion. Auch hier kommentiert, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit Meilentickets, was ihr für Kosten hattet. Und die Frage ist, ob es sich wirklich dann noch lohnt, mal in Meilen zu sammeln. Wartet auf Punkt 12. Wir haben dann natürlich noch andere Kritikpunkte, und zwar die Kabinenmodernisierung. Warum habe ich dort eine Pause gemacht? Weil wir auch eine Pause bei der Modernisierung der Kabine hatten. Wenn man zum Beispiel gehört hatte, ja, die Kabine ist ja so toll und da ist ja alles in Ordnung, da gibt es nichts, was ein Problem darstellt. Da muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst, doch, es ist ein Problem. Die Kabine war von dem Moment an, wo sie gekommen ist, war sie schon einfach alt. Und ist das vielleicht bei der Allegris auch genau dasselbe Problem, dass sie vielleicht schon an dieser Stelle alt ist? Da könnt ihr auch nochmal unten schreiben, kommentieren. Und man muss natürlich sagen, ja, es kommt ein Jet pro Monat, aber ein Jet ist zu wenig, da muss mehr Speed rein. Ich weiß, dass Flugzeuge ein knappes Gut sind im Moment, aber da muss halt mehr Speed rein und da muss halt mehr gemacht werden und vor allem, es muss sichergestellt werden in diesen Zeiten, dass Leute, die Allegris buchen, auch Allegris bekommen. Ne? Ganz wichtig. Wir sind mit dem Kritikpunkt 11 jetzt fast am Ende. Und da können wir dann auch nochmal wirklich drauf eingehen, dass man hier immer externe Faktoren als Gründe nennt. Ja, nur die externen Faktoren, das ist nicht mein Problem. Ich habe mit euch einen Vertrag. Das heißt also, ich habe nicht den Vertrag mit dem Münchner Flughafen, mit dem Frankfurter Flughafen, mit Swissport oder mit wem auch immer, der die Ausladung macht, gemacht. Oder aber, dass ich halt mit Leuten kommuniziere, die mit dem Lufthansa-Konzern so wenig zu tun haben, wie Burger King mit McDonald's. Ja, und das ist halt wirklich das Thema, dass man halt wirklich da guckt, dass man halt in die Dienstleistung investiert, dass Online-Dienstleistungen auch funktionieren, dass man halt wirklich mit den Callcentern auch etwas zu tun hat, was mit Freude zu tun hat, wo man wirklich das Gefühl hat, wow, da hat mir jemand geholfen. Diese Momente gibt es, aber leider nicht genug. Und da muss man halt wirklich auch von Lufthansa hinkommen und sagen, man muss mehr Verantwortung übernehmen und man muss mehr Ownership von den eigenen F-Ups nehmen. Also das heißt, man muss da wirklich einfach sagen, wir waren doof. Aber gibt es ja natürlich nicht, weil man das nicht machen möchte. Ist ja nicht en vogue, dass man irgendwo sagt, ich habe mich geirrt, ich war falsch. Und das bringt uns zum letzten Punkt und das ist halt wirklich ein Kritikpunkt, den ich am meisten höre. Und das ist der Kritikpunkt von den Leuten, die Meilen noch sammeln und die halt sagen, ich warte auf Meilenschnäppchen. Aber die Meilenschnäppchen sind einfach nur noch ein Schatten einer selbst. Und neben den Meilenschnäppchen ist halt wirklich die hohe Gebühr das Hauptproblem, was die Leute bei mir als Problem mit der Lufthansa identifizieren, mit der Kundenunzufriedenheit. Heißt also, dass man wirklich da nochmal drüber nachdenken sollte, ob es die richtige Strategie ist, um den Kunden da nochmal so tief in die Tasche zu greifen. Weil jetzt überlegt mal, ihr bezahlt 55.000 oder 112.000 für ein Return-Ticket und bezahlt dann nochmal 600, 700, 800 Euro auf das Ticket on top.
dann fragen wir uns doch mal, wie viel Geld hat es gekostet, die Meilen zu generieren? Wie viel Geld hat es gekostet, da in irgendeiner Art und Weise so weit zu kommen? Viele haben jahrelang dafür gespart. Und dann ändern sich die Bedingungen permanent. Heißt also, dass man da halt wirklich ein Problem hat und die Verfügbarkeit. Heißt also, dass die Meilentickets natürlich wieder nicht verfügbar sind. Ich verstehe es, wenn die Tickets bezahlt werden. Aber man muss halt einfach, wenn man ein Versprechen macht, den Leuten ein Mindestmaß an Angebot machen. Die Hornzirkel haben natürlich da den Vorteil, dass sie innerhalb von, also bis 2 Wochen vor Abflug, wenn es ein bezahlbares Ticket gibt, dieses auf Meilen bekommen können. Ja gut, aber das sind Hornzirkel. Das ist aber nicht für den Senator, das ist aber nicht für irgendjemand anderes. Der Senator hat ja diese Möglichkeit, das mit einem doppelten Preis zu nehmen. Es wird ja ist ja abgeschafft worden, ne? Weil wie viele Leute haben das genutzt? Irgendwie kann ich das an 1 oder 2 Händen abzählen, wenn ich den Zahlen glauben darf, die man so kolportiert hatte. Und deshalb kommen wir jetzt wirklich zu einem Punkt, wo wir dieses Kundenfeedback zusammensparen müssen und zusammenschneiden müssen, weil wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Und da ist es so, dass man ehrlicherweise das Ganze zusammenfassen kann an Kundenunzufriedenheit, dass diese Verspätungen, diese Inkonsistenzen, diese unfaire Behandlung der Kunden wirklich ein Riesenthema ist. Das heißt also, dass das die Beziehung zwischen Lufthansa und den Kunden nachhaltig stört. Die Lufthansa wahrscheinlich nicht, weil sie sagen, es steht jeden Tag genug Idioten auf, die mit uns fliegen, um es wirklich provokativ zu formulieren. Kein Disrespect für die Kunden. Aber die Kunden halt wirklich massiv abwandern und sagen, nee, wir nehmen andere Optionen. Wir fliegen mit Emirates, wir fliegen mit KLM, Air France. Ich habe Leute, die lieben Air France, KLM. Ich selber gehöre nicht dazu, muss ich ehrlicherweise sagen. Und da muss man natürlich sagen, dass man wirklich da auch Probleme mit den Kabinenfunktionen hat. Meine Mutter ist ja von den USA gekommen, da hat der Monitor nicht funktioniert, das Entertainment-System. 50 € haben sie angeboten, weil es ein Upgrade war von mir, was er aus einer billigen Premium Economy hatte. Ja, Freunde, merkt ihr das? Wenn ich aus Houston nach Frankfurt fliege und der Monitor ist kaputt, ich kriege 50 €. In welcher Relation steht das denn zum Ticketpreis? Also das ist einfach dieses, was ich meine, dass man halt nicht hingeht und sagt, ja, wir haben Mist gebaut, ja, wir müssen besser werden. Sondern nein, man macht it go away, gibt dann irgendwie solche Lippenbekenntnisse ab, macht dann irgend so eine Massenverhaftung, indem man halt da irgendwas sagt, weil man meint, man muss das sagen. Und das ist genau mein Problem, dass die Lufthansa da halt wirklich bei der Kundenzufriedenheit nicht nachhaltig ist. Das ist ein Riesenproblem. Und wir kommen jetzt natürlich, um die 30 Minuten nicht zu knacken, was ich nicht versprechen kann, dass ich das nicht einhalten kann. Also ich weiß nicht, ich will es wahrscheinlich wieder nicht einhalten. Kommen wir natürlich zum Fazit. Und das Fazit ist halt wirklich, dass Lufthansa in der Tat mehr machen muss, um den Kunden zu binden. Man muss wirklich mehr Liebe den Kunden geben. Man muss Liebe den Kunden geben, damit man halt auch ernten kann. Es ist halt immer so, wenn man halt am Anfang etwas gemacht hat, wenn man sein Vertrauen verspielt hat, muss man dieses Vertrauen aufbauen. Und es ist halt wesentlich teurer, einen Neukunden zu gewinnen, als einen Kunden, den man hat. Und Lufthansa hat ja im Prinzip seit der Pandemie alles getan, um die Kunden zu vergraulen. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, zum Beispiel die Aktion, dass man die Gelder nicht zurückgezahlt hat, so wie es sein sollte. Oder mit den 50-€-Tickets. Oder dass man halt nur da Lösungen findet für Kunden, die bei Lufthansa Rabatts machen. Warum man nicht für alle Kunden das macht. Und das sind halt Themen in meinen Augen, die ihr da wirklich nehmen solltet. Deshalb denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren. Schreibt unten, was ihr dazu denkt. Ich muss die 30 Minuten unterschreiten. Ich weiß es nicht warum. Wir sind gleich bei 30 Minuten. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, was ihr dazu denkt, was ihr Lufthansa sagen wollt. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Und natürlich wie immer Abspann für euch an dieser Stelle. Bis zur nächsten Sendung und dann hoffentlich mit weniger Schmerzen an meiner Stelle. Also bis dann. Ciao.